Werte Gäste aus Politik und Wissenschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Silvia Palitschek, ich bin Prorektorin für Universitätskultur an der Universität Freiburg und zusammen mit Uwe Kantner, Präsident von EFI und ehemaliger Vizepräsident für Nachwuchs, Diversität und Gleichstellung an der Universität Jena. Wir beide begrüßen Sie ganz, ganz herzlich zur Tenure-Track-Tagung 2025 hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft. Dass diese Tagung überhaupt zustande kommen konnte, haben wir ganz maßgeblich dem ehemals hieß es BMBF, jetzt BMFTR, ich muss da noch üben, zu verdanken. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Peter Greisler, Jochen Zachko und Helena Schulte-Turbüne begrüßen. Schön, dass Sie so zahlreich aus dem Ministerium gekommen sind und ich denke, es zeigt, wie wichtig Ihnen dieses Thema ist. Ebenso begrüßen möchte ich Michael Bölker, Vorstandsvorsitzender von Uni Wind und wie Sie wissen, als Universitätsverband setzt sich Uni Wind seit vielen Jahren für kontinuierliche Verbesserung der Qualifizierungsbedingungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein. Begrüßen möchte ich ebenso Professorin Carla Pollmann, stellvertretende Vorsitzende von German U15 und ebenso Jan Wöpking und Yannick Bauer, auch von German U15. Und wenn Sie ins Programm gesehen haben, so werden Sie sehen, dass eigentlich für heute Abend ein parlamentarischer Abend geplant war, den auch U15 ausgerichtet hat. Nun wird aber auch ebenfalls heute Abend Frau Ministerin Dorothea Bär, wie kurzfristig angekündigt, ihre Regierungsprogramm im Bundestag vorstellen, sodass wir diesen parlamentarischen Abend jetzt ausfallen lassen mussten. Aber alle bildungspolitischen SprecherInnen, die für den Abend zugesagt haben, haben auch für einen weiteren Abend zugesagt, den wir baldmöglichst nachholen wollen. Und ganz wichtig, gehen Sie nicht nach Hause nach dem letzten Tagungsprogramm. Wir haben nämlich spontan umorganisiert und es wird heute Abend eine Podiumsdiskussion mit einer Fishbowl stattfinden zum Thema neue Bundesregierung, alte Themen, Tenure-Track und wissenschaftliche Karrierewege im Realitätscheck. Es werden auf der Bühne sein Uwe Kantner, Uni Jena, Amrei Bar vom Netzwerk Ich bin Hanna und Melanie Fritscher-Fehr von der Universität Freiburg. Und anschließend gibt es ein leckeres Abendessen und einen kleinen Empfang und die Gelegenheit zur Aussprache. Das war jetzt mein Teaser für heute Abend und ich gehe zurück zu meiner Begrüßung und zu dem, was Sie heute am Tag erwartet. Wir freuen uns auch besonders, dass die Rektorin der Universität Freiburg, Kerstin Griegelstein, und der Präsident der Universität Jena, Professor Andreas Marx, hier auf der Tagung anwesend sein können. Ihre Anwesenheit steht in einer langen Tradition der engen Zusammenarbeit der Universitäten Jena und Freiburg und es zeigt die Bedeutung, die das Thema akademische Karrierewege für beide Hochschulen hat. Für die Keynote, die Impulsvorträge und die Podiumsdiskussionen konnten wir hochkarätige Sprecherinnen und Sprecher gewinnen, die heute und morgen ihre Erkenntnisse und Positionen zur Debatte beitragen werden. Auch Sie möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen und schon vorab einmal Danke sagen, dass Sie mit Ihren Beiträgen die Tagung bereichern. Begrüßen will ich auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Hochschulleitungen sowie aus dem Wissenschaftsmanagement und natürlich alle WissenschaftlerInnen in frühen Karrierenphase, die hier anwesend sind. Und natürlich, last but not least, auch Dr. Julia Gurol-Haller von der Jungen Akademie und die Mitglieder des Tenure-Track-Netzwerkes, die uns mit ihrer Sichtweise die Tagung bereichern werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, oh, der Einsatz klappt manchmal nur so halbwegs. Ich sage Ihnen auch gleich, warum ich über was nachgedacht habe. Ja, ich darf Sie auch ganz, ganz herzlich begrüßen zur heutigen Tagung und darf beginnen damit, mich auch nochmal beim Bundesforschungsministerium zu bedanken. Ich vermeide das Akronym, das ist ein Zungenbrecher, da braucht man länger dazu. Also Bundesforschungsministerium, Sie finanzieren zum zweiten Mal die Tagung, dieses Mal 2025, das letzte Mal 2020, was durchaus zum Ausdruck bringt, dass Ihnen das Thema wichtig ist. Also ganz herzlichen Dank dafür nochmal.
Es gibt 4 Institutionen, die die Organisation vorangetrieben haben, und es besteht eine durchaus lange Tradition der Zusammenarbeit. Ich beginne mal mit den beiden Universitäten, Freiburg und Jena. Wir arbeiten seit 15 Jahren auf dem Gebiet der Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Wir waren beide mit beteiligt bei der Gründung von Uniwind damals. Und Uniwind hat reziprok sozusagen auch das Thema Tenure Track, als Freiburg und Jena das eingebracht haben, kann man das nicht in den Interessenkanon, das Themenkanon von Uniwind einbringen, hat es dann auch sehr gern aufgenommen. Deswegen sind wir sehr froh, dass Uniwind als dritter Organisationspartner mit an Bord ist. Ganz herzlichen Dank. Soweit. Und dann gibt es eben noch U15, die heute Abend ja den Parlamentarischen Abend organisieren. Auch da gibt es eine Tradition, denn der Parlamentarische Abend bei der ersten Tenure Track Tagung war auch durch U15 organisiert, und das war eine sehr schöne Veranstaltung mit vielen interessanten Beiträgen. Also U15 auch ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wie gesagt, 2020 haben wir genau in diesem Raum auch schon die Tenure-Track-Tagung veranstaltet, unter einem ganz anderen Motto. Damals ging es darum, den Tenure-Track einzuführen, irgendwie als Role Model vielleicht auch weiterzuentwickeln, die Kultur dazu aufzubauen. Viele Fragen, sehr viele Wege waren offen. Und wir saßen in dem Raum, aber nicht so zahlreich wie heute, sondern viel mehr online, sondern da saßen damals vielleicht 20 Leute hier. Die Stühle waren so 7 bis 8 Meter auseinandergestellt und man konnte sich quasi nur mit dem Handy unterhalten. Das ist heute anders. Heute ist das Thema Tenure Track ist ein wichtiges Element für Veränderungen im Wissenschaftssystem. Und wir sitzen hier dicht gedrängt, es sind sehr viele Anmeldungen da, und dafür bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Dieser Ort war damals auch, da drüben hat es ja stattgefunden, war auch der Gründungsort des Tenure Track Netzwerks mit mittlerweile 160 Mitgliedern. 2/3 der deutschen Universitäten sind in dem Netzwerk irgendwie mit verbunden. Und man kümmert sich hier eben erstmals um die Einführung von Tenure Track an den Universitäten, aber jetzt hat sich das weiterentwickelt. Es geht ganz allgemein um akademische Karrierewege, wie man die gestaltet, ob die nun zur Professur führen oder ob sie darunter verlaufen. Das wird beides letztendlich mit abgedeckt. Ich möchte zu einem wichtigen Baustein unserer heutigen Tagung kommen und den nochmal in den Fokus rücken, nämlich den Tenure Track Workshop, der dieser Tagung hier vorausging. Der Workshop hat Anfang März an der Universität Freiburg stattgefunden, und für diesen Workshop hatten sich knapp 40 nationale und internationale WissenschaftlerInnen aus den unterschiedlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen beworben. Um verschiedene Diversitätsdimensionen, aber auch die verschiedenen Wissenschaftskulturen abzubilden, wurden 15 von ihnen ausgewählt, die kamen nach Freiburg und diskutierten dort an 2 Tagen intensiv gemeinsam mit den Hochschulleitungen von Uni Jena und Freiburg sowie mit unserem Projektteam der Tagung über den Status quo und notwendige Anpassungen und Weiterentwicklungen im deutschen Wissenschaftssystem, insbesondere im Hinblick auf die Karrierewege. Unser Ziel war und ist es, die Erfahrungen und Sichtweisen dieser WissenschaftlerInnen der frühen Karrierephase sowie von Mitgliedern natürlich des gesamten bundesweiten Tenure-Track-Netzwerkes systematisch einzubeziehen. Nur durch das Zuhören und das Wissen um die Erfahrung derjenigen, die tagtäglich in den deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen tätig sind, können wir den Boden für einen echten Kulturwandel bereiten. Nur wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, lassen sich vielleicht Visionen entwickeln, die das Wissenschaftssystem nachhaltig transformieren können. Im Tenure Track Workshop in Freiburg im März wurden diese Themen diskutiert und bearbeitet, und diese Themen sind auch heute und morgen Gegenstand der Tagung. Also Zukunft der Personalstruktur, diversitätssensible Personalauswahl, die europäische Anschlussfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems und Karrierewege und Kulturwandel. Um den Geist dieses Vorbereitungsworkshops hier mit auf die Tagung zu bringen, beginnen wir, das werden Sie nachher sehen, jedes Panel mit einem Statement-Video, das beim Workshop in Freiburg aufgenommen wurde und verschiedene WissenschaftlerInnen zu Wort kommen lässt. Und ich freue mich außerdem ganz besonders, dass heute und morgen 3 WissenschaftlerInnen aus dem Workshop auf unseren 3 Panels vertreten sein werden und wir sie begrüßen dürfen.
Vor dem Hintergrund dieses Workshops, den Silvia gerade angesprochen hat, ist diese Tagung heute und morgen als ein Anschluss an diese Diskussionen zu verstehen. Wir wollen die Bedarfe des wissenschaftlichen Personals diskutieren und wir wollen auch die Forderungen und Debatten der Wissenschaftspolitik zu diesem Thema weiter verfolgen. Um was geht es? Es geht natürlich um Planbarkeit und Verlässlichkeit für wissenschaftliche Karrieren. Es geht um bessere Rahmenbedingungen im Mittelbau, eine Anschlussfähigkeit an europäische Standards der Hochschulbildung und an das Holen und Halten von hervorragendem Wissenschaftspersonal an den deutschen Hochschulen. Das klingt bekannt, denn die Ampelkoalition hat genau das auch vorgehabt in der letzten Legislatur. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist auch das letztendlich wieder benannt. Bildung, Forschung, Innovation haben eine überragende Bedeutung für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland. So schreibt man dort. Die zeitnahe Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes steht an. Hohe Investitionen in die Forschungsinfrastruktur werden thematisiert. Das Tenure-Track-Programm soll laut Vertrag fortgeführt werden. Wie? Vielleicht können wir mitsprechen. Und in einem Satz genannt soll es überhaupt zu Verbesserungen um die Rahmenbedingungen auch für die Dauerstellen letztendlich gehen. Offen ist ganz klar, in welcher Weise diese Ziele erreicht werden und wie im Detail die Ausgestaltung dieser Ziele aussehen soll. Sie alle sind gefragt. Und hier setzt eben die Tagung heute an oder heute und morgen an. Wir diskutieren letztendlich um nichts weniger, als wie die Forderungen des Koalitionsvertrages in der gelebten Praxis des deutschen Wissenschaftssystems umgesetzt werden können und sollen. Unsere Erfahrungen der letzten Jahre mit dem Tenure-Track-Verfahren und den damit einhergehenden Änderungen können uns dabei sicher ein guter Wegweiser sein. Wie Sie gerade gehört haben, die Tenure-Tagung jetzt bietet uns die wunderbare Gelegenheit, über die Zukunft des deutschen Wissenschaftssystems und auch über die akademische Personalstruktur nachzudenken. Im Vergleich zur Tagung 2020 ist der Fokus etwas anders gerichtet und geweitet. Er ist geweitet zu dem, was wir Tenure-Track-Prinzip nennen, und ich will Ihnen kurz erläutern, was wir darunter verstehen und wo wir meinen, dass es bisher auch abgeleitet von den Erfahrungen der Tenure-Track-Professur Bedeutung für die akademische Landschaft hat. Unter Tenure-Track-Prinzip verstehen wir eine Sammlung spezifischer Struktur- und Prozessmerkmale in der akademischen Personalauswahl und Entwicklung, die sich eben mit der Einführung der Tenure-Track-Professur etabliert und als erfolgreich erwiesen haben. Zu diesen Merkmalen zählen erstens die Etablierung befristeter Stellen, die bei positiver Evaluation nach einer klar definierten Bewährungsphase in unbefristete und zumeist höherwertige Positionen übergeführt werden, und dies ermöglicht es, zielgerichtete Karrierepfade zu schaffen. Als zweites transparente Struktur- und Auswahl- und Besetzungsverfahren, die bereits in der frühen Karrierephase angewendet werden. Das ist zentral in der frühen Karrierephase. Dabei wird mit dem zu erwartenden Potenzial der Bewerberinnen und Bewerber eine besondere Beachtung geschenkt oder muss auch geschenkt werden. Das dritte, die Vereinbarung klarer und transparenter Evaluationskriterien zu Beginn der Bewährungsphase, die sicherstellt, dass alle Beteiligten von Anfang an die gleichen Erwartungen und Ziele erfolgen. Ein weiterer Baustein, das wäre das vierte, ist die institutionelle Unterstützung und Begleitung der Beschäftigten. Dies geschieht durch spezifische Qualifizierungs- und Mentoringsangebote sowie Beratungsgespräche, die sowohl persönliche als auch berufliche Weiterentwicklung fördern. Und fünftens schließlich wird die Feststellung der Bewährung durch transparent arbeitende und plural besetzte Evaluationskommissionen vorgenommen, die auf Grundlage der zu Beginn vereinbarten Kriterien arbeiten. Dies gewährleistet faire und objektive Beurteilung, und diese liegt im Interesse aller. Das heißt, insgesamt wollen wir also mit der Betrachtung des Tenure-Track-Prinzips sicherstellen, dass wir nicht nur Strukturen und Prozesse optimieren, sondern auch eine Kultur schaffen, die Transparenz bietet. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und die über diese Innovation exzellente Forschung und Lehre fördert und gleichzeitig für die Beschäftigten klare Perspektiven eröffnet.
Ja, und im Zusammenhang wird diese Tagung uns auch die Gelegenheit geben, aktuelle Veröffentlichungen und Positionen in unsere Diskussion einzubeziehen. Ich erlaube mir 3 zu benennen. Zum ersten wird Birgit Spinnert in ihrer Keynote in ein paar Minuten uns Einblicke in die aktuelle Arbeit des Wissenschaftsrats zur Zukunft der akademischen Personalstruktur geben. Darauf freuen wir uns sehr. Schön, dass Sie da sind. Zum Zweiten wird uns Jetta Frost, Dauergast bei uns bei Tenure Track, wird uns zentrale Ergebnisse aus dem BUWIG 2025 vortragen. Da gibt es nämlich ein eigenes Kapitel zum Tenure Track. Und wie du schön gesagt hast, da steht alles drin, alle Fragen sind beantwortet. Naja, schauen wir mal. Und zum Dritten wird Herr Kollege Rosenthal, ich weiß noch gar nicht, ob er jetzt da ist, weil ich die Brille nicht auf habe, der wird nachher in einem Panel auch noch einen genaueren Einblick in das zuletzt veröffentlichte Leitlinienpapier der HAK zu unbefristeten Stellen neben der Professur geben. Auch darauf freuen wir uns sehr. An dieser Stelle, fast abschließend, dürfen wir uns noch mal ganz, ganz herzlich und ausdrücklich bei den Kolleginnen des ehemaligen BMBF, Bundesforschungsministerium, und bei den Kooperationspartnern bei Uniwind und U15 für die Zusammenarbeit bedanken. Ohne diese so gute Zusammenarbeit wären wir jetzt nicht hier, wo wir stehen, und guten Mutes, dass die Tagung auch zu einem guten Abschluss kommt. Nun komme ich zum allerletzten, aber einem äußerst wichtigen Punkt, denn wir möchten Ihnen jetzt noch Frau Dr. Isabel Liesberg-Haag vorstellen, die in den kommenden 2 Tagen die anspruchsvolle Aufgabe übernommen hat, diese Veranstaltung und alle hier stattfindenden Diskussionen, Ausnahme, was Herr Wöbking heute Nachmittag macht, zu moderieren. Frau Liesberg-Haag ist Ihnen sicherlich durchaus bekannt, bestens bekannt vermute ich mal. Sie ist seit vielen Jahren beheimatet in der professionellen Wissenschaftskommunikation. Sie moderierte hochschulpolitische Podien, sie ist eigene Speakerin, sie ist eine Expertin für Bildungsgerechtigkeit und Diversität. Wir freuen uns, dass Sie da sind, dass Sie das übernehmen. Wir wissen die Veranstaltung in allerbesten Händen bei Ihnen und ich übergebe jetzt sehr gerne an Sie. The floor is yours. Vielen Dank. Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren, vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank. Ich bin ja auch strenge Zeitwächterin für das Einhalten des Zeitfensters. Das ist ganz wichtig. Wir wollen, wenn wir anfangen, wollen wir schon von Anfang an darauf achten. Sie haben schon ganz viele Stichworte genannt, die wir in den nächsten 2 Tagen, ich gehe ein bisschen aus dem Licht, die wir in den nächsten 2 Tagen diskutieren werden. Und ich möchte noch 2 Dinge sagen. Sie sehen da hinten die Graphic Recorderin Gabriele Heinzel. Sie wird zentrale Argumente, Diskussionen grafisch festhalten, sodass wir am Ende der Tagung auch eine etwas andere Dokumentation haben. Sie können gern vorbeischauen und es wird über die ganze Zeit mitgezeichnet. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe und ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich begrüße auch die Menschen, die sich im Stream eingeschaltet haben. Spätestens seit Corona haben wir das ja auch mit in unsere Routine aufgenommen, dass wir uns zuschalten, dass wir schauen, was interessiert uns gerade an dieser Tagung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie auch da sind, zuhören. Sie werden alle Panels, alle Impulse mitbekommen. Und wir haben Expertinnen-Panels, aber meine Grundannahme ist ja, dass die Expertise hier im Raum sitzt. Sie, alle, die Sie hier sind, sind Experten und Expertinnen in Ihrem Bereich. Und diese Expertise möchten wir gemeinsam mit Ihnen heben. Es gibt wichtige Impulse, natürlich. Es gibt hochschulpolitische VertreterInnen, natürlich. Aber es gibt Sie. Und mir auch als Moderatorin ist es ganz wichtig, dass Sie sich einbringen, dass wir von Ihnen hören, was ist Ihre Praxis an den Hochschulen? Wie gehen Sie mit Tenure Track um? Was sind Bedingungen? Wo läuft es schon gut? Wo läuft es nicht so gut? Das ist ganz wichtig, damit wir und auch die Graphic Recorderin von Ihnen auch hört, was Sie zu diesem Thema beizutragen haben. Und deshalb kommen wir jetzt zu einem kleinen Gesprächsteil. Wir haben ein paar Minuten vorgesehen, dass Sie sich jetzt zu Ihrer Nachbarin, zu Ihrem Nachbarn wenden. Wenn Sie alleine sitzen, wenden Sie sich nach hinten und so. Es gibt dann an dieser Stelle immer die Frage, was mache ich jetzt? Da sitzen schon 2. Es dürfen auch 3 Personen miteinander sprechen. 5 bis 6 Minuten, das heißt so im Seminardeutsch Murmelrunde, sprechen Sie darüber, was sind für Sie jetzt zu Beginn der Tagung
die zentralen Worte, das Zentrale, wenn Sie an Tenure-Track-Prinzip denken. Wir haben eben gehört, es geht weit über Tenure-Track-Professur hinaus. Woran denken Sie zuerst? Was kommt Ihnen zuerst in den Kopf? 5 bis 6 Minuten und dann kommen wir mit dem Mikro rum und sammeln mal ein paar Stimmen ein. Ab jetzt. Sehr schön. So langsam versuche ich, wieder ein wenig Ordnung zu bringen in die von mir evozierte Unordnung. Wenn Sie langsam wieder nach vorne gucken. Genau, super. Genau, vielen Dank, dass Sie sich eingelassen haben auf das Gespräch. Wenn Sie kurz, Sie haben nachher ganz viel Möglichkeit, noch weiter zu sprechen. Genau. Super, dass Sie sich eingelassen haben. Ich finde es immer so schön, wenn dann der Geräuschpegel hochgeht und alle ein bisschen sprechen können. Und wie angesagt, gehen wir jetzt ganz kurz mal durch die Reihen und holen mal so 6, 7 Stimmen ein. Was haben Sie denn so besprochen? Was ist denn der zentrale Begriff? Und ich fange mal hier an. Die Leute, die hinten sitzen, denken ja immer, sie kommen nicht dran, aber das stimmt nicht. Mögen Sie was erzählen? Was haben Sie besprochen? Wir haben uns vor allem erstmal vorgestellt einander. Ja, das kostet schon mal Zeit. Ja, das kostet Zeit. Und wir haben über die Verlässlichkeit auf beiden Seiten gesprochen. Ja. Mir fiel auch noch sowas ein wie die Planbarkeit für sogenannte NachwuchswissenschaftlerInnen und auch die Diversifizierung von Qualifizierungswegen. Also Verlässlichkeit, Planbarkeit und Diversifizierung sind so 3 Schlagworte von Ihnen. Ja? Vielen Dank. Was war bei Ihnen Gesprächsthema? Mögen Sie etwas sagen? Ja, ich habe vor allem so meine Fragen formuliert oder meine Erwartungen auch hier auf Antworten. Dieses, was alles diskutiert wird, Verstetigung zur Aufsplittung dieser ganzen Aufgaben, das finde ich, sind viele tolle Ideen und meine Frage wird sein, wie wird die Universität trotzdem ihrem Auftrag als Ausbildungsstätte gerecht werden, wenn irgendwann viele Stellen verstetigt sind und der Nachwuchs, der dann kommt, nicht mehr über befristete Stellen eine Postdoc-Phase durchlaufen kann, denn es wollen ja nicht alle an der Uni bleiben, es wollen ja nicht alle eine Verstetigung, sondern manche möchten wirklich ihre Ausbildung beenden durch eine zweite Qualifikationsphase. Und wird das noch möglich sein, wenn das Geld für verstetigte Stellen ausgegeben ist? Ja, also die Frage Ressourcen, verstetigte Stellen, was ändert sich dadurch in der Bildung, Ausbildung? Auf der anderen Seite gerne. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ja, gibt es hier noch Stimmen? Was haben Sie denn untereinander besprochen? Also ich versuche es mal neutral zu formulieren. Die Frage war tatsächlich in diesem Tenure-Track-Verfahren, wann die Entscheidung getroffen wird und welche Entscheidung getroffen wird. Wird sie quasi schon getroffen, bevor der Tenure-Track eigentlich losgeht? Und wie ist dann entsprechend auch die Tenure-Track, weil es passiert ja im Moment sehr spät, und wie ist dann auch die Tenure-Track-Phase entsprechend gestaltet? Ich hoffe, ich habe es richtig. Vielen Dank. Gibt es hier noch von der Seite Wortmeldungen? Möchte jemand noch was teilen? Einfach hingehen, ohne Wortmeldung. Das ist mein Prinzip. Okay. Dann gehe ich mal ein Stückchen weiter nach vorne. Was haben Sie miteinander besprochen? Also wir haben einen paar Fortschritt durch die Bedingungen gemacht und ich glaube, wir hatten jetzt 2 Fragen oder Problemfelder identifiziert. Das eine sind die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, was die Voraussetzungen für den Tenure-Track angeht. Also nach welchem, in welchem akademischen Alter kann man sich irgendwie auf einen Tenure-Track erfolgreich bewerben. Da sind dann eben sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen von Land zu Land verschieden, was gerade mit Blick auf Internationales natürlich nicht schön ist, weil da sich niemand mit zurechtfindet. Das andere war die Frage, was passiert eigentlich mit denjenigen, die bisher so gut wie auf einem Tenure-Track waren, nämlich den Nachwuchsgruppenleitungen, irgendwie, die jetzt von dem System an den Rand gedrängt werden.
Vielen Dank. Also Unterschiedlichkeit zwischen den Bundesländern und auch, wie ist der Systemwechsel? Was passiert mit den Menschen, die im jetzigen System sind, wenn ein neues System? Wie integrieren wir das eventuell? Ich gehe nochmal hier in den Seitenflügel. Alle gucken weg, ich komme trotzdem. Mögen Sie was sagen? Eine Weisheit ist, nie das Mikro aus der Hand geben, deshalb behalte ich es. Genau, wir hatten die spannende Diskussion, dass wir von der Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Universität sitzen und dann nochmal verglichen, wie sind ja die Voraussetzungen und Bedingungen, die überhaupt möglich sind, eine Tenure-Track-Professur einzurichten und welche Karrierewege gibt es da auf diesem? Also erstmal Info, was gibt es überhaupt, wie sind die Phasen? Wir hatten ja auch schon so ein paar Fragen, wie lange dauert das, wann ist die Evaluation? Darüber wollen wir heute auch nochmal sprechen, über die Bedingungen. Und ich gehe ein letztes Mal, dann haben wir, glaube ich, schon ein paar ganz interessante Eckpunkte von Ihnen erfahren. Das ist jetzt nicht so gut begehbar hier alles, aber ich versuche hier nochmal so in die Reihe zu gehen. Mögen Sie mir was sagen? Ja, wir haben eigentlich ganz kurz uns, okay, ich nehme es nicht aus der Hand, genau. Wir haben uns kurz über die Evaluationskriterien unterhalten, über die Transparenz insgesamt, genau. Noch etwas hinzufügen? Ja, gerne. Ich meine, das mit der Nachwuchsgruppenleitung wurde schon erwähnt und wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, mit welcher Akzeptanz wie ist wirklich die Wirksamkeit, weil das Langfristige haben wir noch nicht. Wie ist wirklich die Wirksamkeit dieses Prinzips? Weil ich glaube, wir haben uns gerade dieses angeschaut, auch das Leistungsprinzip, das in der Wissenschaft sehr hoch geschrieben wird. Wenn man sich jetzt nochmal die Bewährungsquoten anschaut, die sind nahezu 100%. Und braucht es dann das Ganze? Muss es nicht anders gemacht werden? Vielleicht liegt es auch an der exzellenten Personalauswahl, möglicherweise, ja. Möglicherweise. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, da könnte noch nachgeschärft werden. Ja. Vielen Dank. Sie geben schon ganz viel vor für die Panel. Also wie ist dieses Prinzip, was Sie gehört haben, überhaupt in der Struktur verankert und akzeptiert? Was machen die Personen, die gewohnt sind, dass sie schon lange Zeit ganz anders Personal auswählen? Wie schaffen wir, und das ist natürlich auch morgen ein großes Thema, diesen sogenannten Kulturwandel auch in den Köpfen? Ich lasse es mal dabei. Sie haben schon ganz, ganz spannende Eckpunkte gesetzt für unsere Diskussion und wir, glaube ich, können einiges von dem aufnehmen heute und morgen. Und wir gehen jetzt in Medias Res. Sie wurde schon angekündigt und der nächste Impuls heißt Überlegungen zur wissenschaftlichen Personalstrukturen der Zukunft. Frau Professorin Spinat, sie ist Vorsitzende des Wissenschaftsratsausschusses Tertiäre Bildung und Professorin für pädagogische Psychologie an der Uni Heidelberg. Und sie beschäftigt sich, habe ich nochmal nachgeschaut, in Baden-Württemberg mit dem Thema Eignung und Auswahl. Ein super spannendes Thema, wie wir gerade gehört haben. Herzlich willkommen, Frau Spinat. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank. Sie sind jetzt schon mitten im Thema. Ich freue mich auf dieser super Tagung, die, glaube ich, genau zur richtigen Zeit kommt, heute den Eingangsimpuls setzen zu können. Ich berichte Ihnen aus dem Wissenschaftsrat, nämlich zum einen werde ich eingehen auf die Empfehlungen, die der Wissenschaftsrat 2014 zu Tenure-Track-Professuren gemacht hat. Und dieser Impuls damals war sicherlich ein ganz wichtiger, warum dieses Thema so einen Schub bekommen hat. 2016 gab es dann das entsprechende Programm dazu. Das heißt, das ist ein Anfang, den ich mache, das die Empfehlung von 2014 und ich werde dann zu sprechen kommen auf das Papier, woran der Wissenschaftsrat gerade ganz aktuell arbeitet und das im Juli vorgelegt werden soll und das weitergehend die Personalstrukturen an Hochschulen in den Blick nimmt, werde darauf eingehen, welche Rolle das Tenure-Track-Prinzip dort spielen kann. Sie müssen mir allerdings nachsehen, das ist kein fertiges Papier, deshalb ist es, was ich hier berichten kann, eher ein Teaser. Es sind nämlich keine final abgestimmten Empfehlungen, sondern es wird etwas sein, was sich noch finden muss, wo wir aber jetzt schon einige Prinzipien preisgeben können. Als der Wissenschaftsrat den Zugang zur unbefristeten Professur über den Tenure-Track bzw. die Tenure-Track-Evaluation empfohlen hatte, betonte er damit einen dringenden Handlungsbedarf im Hochschulsystem.
Als reformbedürftig bezeichnete der Wissenschaftsrat die Karriereziele und Karrierewege an Universitäten in seinem gleichnamigen Papier von 2014. Und auch das ist ja schon eine Einschränkung, denn damals ging es nur um die Universitäten und nicht um das gesamte Wissenschaftssystem. Neben der herkömmlichen Berufung war deshalb ein weiterer Weg zur Professur zu etablieren, der als Tenure-Track eine Bewährungsphase im Professorenamt darstellen sollte. Der Wissenschaftsrat verstand den Tenure-Track als einen zentralen Baustein, um bestehende Missstände und systemische Schwächen hinsichtlich der Karrierewege und Personalstrukturen zu beseitigen und eine qualitätsorientierte Aufgabenerfüllung in der Breite des Wissenschaftssystems zu ermöglichen. Zu den Empfehlungen zu Karrierezielen und Wegen an Universitäten, diese sind nun 11 Jahre alt. In dieser Empfehlung entfaltete der Wissenschaftsrat Struktur- und Prozessmerkmale für den Tenure-Track, den er als konzeptuelle Weiterentwicklung der Juniorprofessur verstand. Der Tenure-Track sollte Unabhängigkeit und Selbstständigkeit fördern, sowie Kommunikation und Kooperation auf Augenhöhe mit unbefristet beschäftigten Professorinnen und Professoren ermöglichen. Mit einer angemessenen Ausstattung und einem flexibel nutzbaren Budget sollten Tenure-Track-Professorinnen und Professoren von Beginn an selbstständig lehren und forschen, nicht zuletzt um die Tenure-Evaluation erfolgreich bestehen zu können. Die Empfehlung des Wissenschaftsrats für die Ausgestaltung der Tenure-Track-Professur war immer ein echter Tenure-Track, sprich ohne Stellenvorbehalt, da nach seiner Überzeugung nur dieser Modus eine einschätzbare, transparente Perspektive für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eröffnen würde. Dies entsprach auch dem grundsätzlichen Anliegen, die frühe Karrierephase der Postdocs insgesamt attraktiver auszugestalten und überdies international anschlussfähig sein zu können an die Strukturen in anderen Wissenschaftsnationen, wie zum Beispiel den USA, der Schweiz, aber auch den Niederlanden. Vor 11 Jahren wurde somit eine Reihe konzeptueller Leitplanken formuliert, die auch dieser Tagung unter dem Stichwort Tenure-Track-Prinzip ihren Titel geben. Erstens, transparente und strukturierte Auswahl- und Besetzungsverfahren auf Grundlage einer Potenzialanalyse. Und Prognosen für die Zukunft sind schwierig, aber damit steht und fällt das Ganze. Zweitens, der Ausbau und die Professionalisierung der Personalentwicklung und des Mentoring. Und drittens, innerhalb eines institutionellen Personalgefüges die strukturierte Überführung einer befristeten auf eine unbefristete und zumeist höherwertige Stelle. 2014 befand der Wissenschaftsrat, dass die Etablierung der Tenure-Track-Professur und die damit verbundenen dringend notwendigen Veränderungen der Personalstrukturen erheblichen Anstrengungen bedürfen würden. Und zwar sowohl für die Universitäten als auch für die Länder und den Bund. Dies sollte sich im Rückblick als eine durchaus realistische Einschätzung erweisen, denn mit der Umwidmung vorhandener Stellen in Professuren sowie der Schaffung zusätzlicher Stellen war ein enormer Ressourceneinsatz verbunden. Hier sind wir insgesamt erheblich vorangekommen. Die Tenure-Track-Professur ist 11 Jahre nach den Empfehlungen ein selbstverständlicher und anerkannter zusätzlicher Karriereweg zur Professur. Dies ist auch dem 2016 beschlossenen Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, dem Tenure-Track-Programm, geschuldet. Indem sich die Länder verpflichteten, die 1000 vom Bund geförderten Tenure-Track-Professuren langfristig zu erhalten und immer wieder neu zu besetzen, war und ist Erhalt und Ausbau dieses Karrierewegs grundsätzlich sichergestellt. Gleichwohl geht die Anzahl der Tenure-Track-Professuren bisher nicht deutlich über die Anzahl der geförderten Stellen hinaus. Bis zum 31. Mai 2023, dem Ende der Besetzungsfrist der zweiten Bewilligungsrunde, wurden an insgesamt 75 Universitäten von den 1000 bewilligten Professuren insgesamt 971 erstmalig besetzt und in die Förderung aufgenommen.
Nach Wiederbesetzung von Vakanzen stieg der Bestand zum Juli 2023 auf 993 Tenure-Track-Professuren. Davon übrigens mit einem knapp hälftigen Anteil von Frauen besetzt, auch ein ganz explizites Ziel dieser Maßnahmen, das offensichtlich erreicht wurde. Zur Bilanz gehört demnach auch, dass andere Karrierewege zur Professur, etwa die Nachwuchsgruppenleitung und die Juniorprofessur ohne Tenure-Track, ebenfalls relevant sind. Auch geht immer noch, wenn auch mit rückläufiger Tendenz, ein veritabler Anteil aller Personen den Weg zur Professur über die Habilitation. Das 2014 vom Wissenschaftsrat empfohlene Ziel, bis 2025 einen Anteil der Tenure-Track-Professuren unter allen Professuren von 20% zu erzeugen, ist, Stand jetzt, perspektivisch realistisch, wie es der jüngste BUWIG bescheinigt. 2022 wurden immerhin etwa 20% aller neu besetzten Professuren mit einem Tenure-Track versehen, wofür das Bund-Länder-Programm maßgeblich zu würdigen ist. Dieses Programm hat etwas bewegt. Dass die Etablierung der Tenure-Track-Professur nur ein, wenn auch ein immens wichtiger Baustein bei der Weiterentwicklung der Personalstrukturen ist, versteht sich von selbst. Dies war 2014 nicht anders als heute. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen bei den Karrierezielen und Wegen an Universitäten und der strukturellen Veränderungsbedarfe ist der Anlass auch dieser Tagung mehr als gerechtfertigt, über die wissenschaftlichen Personalstrukturen in Deutschland abermals systemisch und vor allem zukunftsorientiert nachzudenken. Auch deshalb danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, über die aktuellen Überlegungen des Wissenschaftsrats zu diesem Thema berichten zu dürfen. Ich möchte Ihnen im Folgenden einen kurzen Einblick im Sinne eines Werkstattberichts geben. Der Ausschuss Tertiäre Bildung des Wissenschaftsrats, der momentan ein Positionspapier zu den Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem ausarbeitet, befindet sich sozusagen auf der Zielgeraden. Anfang Juli soll das Positionspapier im Wissenschaftsrat vorgelegt und dort auch verabschiedet werden. Von konkreten Empfehlungen kann ich daher noch nicht berichten, aber ich kann aus dem Prinzip und aus den ergebnisoffenen Beratungen hier einiges schon mal als Teaser vorab sagen. Ausgangspunkt für die Neubeschäftigung zu den Personalstrukturen. Ihnen wird es nicht entgangen sein, dass in verschiedenen öffentlichen Äußerungen auf die aktuelle Befassung des Wissenschaftsrats mit diesem Thema verwiesen wurde. Es passiert im Moment nichts, alle scheinen zu warten auf dieses Papier und das ist auch gut, denn das ist, glaube ich, das, was einen gemeinsamen Aufschlag machen kann. Und deshalb ist es gut, dass immer wieder darauf verwiesen wird, da passiert gerade was beim Wissenschaftsrat. Die Debatte um die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gab den äußeren Impuls für die erneute Beschäftigung des Wissenschaftsrats mit dem Thema, weshalb mancher nun Lösungen dafür erwartet, die in der Wisszeit VG-Debatte der vergangenen beiden Jahre nicht gefunden wurden. Hierzu gehört, dass der hohe Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft ein Problem ist, das nicht alleine durch ein arbeitsrechtliches Instrument wie ein Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft gelöst werden kann. Erforderlich ist vielmehr ein breiterer Ansatz, der die Personalstrukturen nicht nur an Universitäten, sondern auch an anderen wissenschaftlichen Einrichtungen einschließt. Der Ausschuss Tertiäre Bildung hat genau diesen breiten Ansatz gewählt, wie es dem Wissenschaftsrat entspricht. Wir befassen uns nicht allein mit dem Befristungsrecht, sondern mit den Personalstrukturen insgesamt. Dies ist auch der Überzeugung geschuldet, dass viele Räder sinnvoll ineinander greifen müssen und Einzelmaßnahmen einzelner Akteure allein keine systemübergreifenden Effekte erzeugen können. Man mag das auch als einen maßgeblichen Grund dafür verstehen, warum trotz punktueller Bemühungen mehrerer Universitäten bzw. auf einzelnen Ebenen noch kein grundlegender Wandel zu attraktiven und transparenteren und damit insgesamt besseren Karrierewegen
Wegen und Beschäftigungsverhältnissen an Universitäten zustande gekommen ist. Dazu gleich noch mehr. Nur kurz möchte ich die zugrunde liegenden Befunde erwähnen, die den Veränderungsbedarf notwendig machen, auch wenn das hier natürlich Eulen nach Athen tragen ist. Wir sprechen über hohe Befristungsquoten, zunehmende administrative Aufgaben für das wissenschaftliche Personal und die geringe Planbarkeit der wissenschaftlichen Karrieren, was insbesondere in der Postdoc-Phase ein großes Problem ist. Das sind manifeste Probleme für das Beschäftigungssystem Wissenschaft. Außerdem wird zunehmend spürbar, dass wissenschaftliche Einrichtungen angesichts des Fachkräftemangels im Wettbewerb um hochqualifiziertes Personal stehen. Dabei ist evident, dass der außerakademische Arbeitsmarkt in der Regel berufliche Alternativen mit vergleichsweise geringen Befristungsquoten in weiten Bereichen mit systematischeren Entwicklungsperspektiven und mit besseren Gehaltsaussichten anzubieten vermag. Das erzeugt in der Summe einen Komplexitätszuwachs einerseits und einen Veränderungsdruck andererseits, die eine zukunftsfähige Entwicklung der Personalstrukturen notwendig machen. Umso erfreulicher ist es, dass aktuell ein gewisses Momentum besteht, die notwendige Neugestaltung wissenschaftlicher Personalstrukturen vorzunehmen. Es mehren sich inzwischen Signale für Reformbedarf und Reformbereitschaft. Das Letztere ist vielleicht umso wichtiger, Reformbereitschaft in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik. Eine Reihe von Hochschulen hat in den letzten Jahren neben ihren Personalentwicklungskonzepten auch Dauerstellen und/oder Personalstrukturkonzepte erarbeitet. Bund und Länder unterstützen diese Maßnahmen im Rahmen verschiedener Förderprogramme. Wiederum andere Akteure, wie die Mitgliedergruppe der Universitäten in der Hochschulrektorenkonferenz und die Junge Akademie oder der Deutsche Hochschulverband, bringen Vorschläge ein, um die Arbeits- und Karrierebedingungen an den Universitäten nachdrücklich zu verbessern. Es besteht demnach eine günstige Konstellation für lange überfällige Reformmaßnahmen, die wir in unserem Positionspapier zusammenführen und mit konkreten Empfehlungen unterstützen möchten. Wie ist der Ausschuss Tertiäre Bildung in seinen Beratungen konkret vorgegangen und was waren seine zentralen Überlegungen zu den künftigen Personalstrukturen? Dem Ausschuss ist es ein Anliegen, zum Thema Personal in der Wissenschaft aus einem WR-typischen Systemblick heraus Orientierung zu geben, seine Positionen darzulegen und konkrete Umsetzungsempfehlungen zu entwickeln. Aus einem gesamtsystemischen Ansatz heraus nehmen wir nicht nur die Personalstrukturen an Universitäten in den Blick, sondern auch andere wissenschaftliche Einrichtungen wie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Wissenschaft orientiert sich schließlich nicht an Einrichtungs- oder Typengrenzen. Leitend ist für den Ausschuss die Frage, was das deutsche Wissenschaftssystem leistungsstark, international wettbewerbsfähig und für die besten Köpfe aus dem In- und Ausland attraktiv macht und wie es so attraktiv bleiben kann, wie es sein kann. Da ist eine gewisse Balance in diesen Begriffen einzuhalten und wir glauben, dass man diese Balance durch gute Maßnahmen auch finden und stärken kann. Hierzu sind einleitend zwei kurze Vorbemerkungen wichtig. Der Ausschuss geht davon aus, dass die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems in hohem Maße von der Qualität und Zusammensetzung seines wissenschaftlichen Personals abhängt. Personalstrukturen und Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft müssen so ausgestaltet sein, dass für die Erfüllung der unterschiedlichen wissenschaftlichen Aufgaben Personal mit der bestmöglichen Qualifikation und Expertise gewonnen, entwickelt und gehalten werden kann. Dies vorausgesetzt bedeutet auch, dass Personalstrukturen dynamisch anpassbar sein sollten an sich verändernde wissenschaftliche Praktiken.
Das liegt zum einen an äußeren Faktoren wie etwa veränderten finanziellen Rahmenbedingungen oder dem demografischen Wandel, erklärt sich aber auch aus der Wissenschaft selbst. Diese verändert sich kontinuierlich, zum Beispiel hinsichtlich der Personal-, Daten- und infrastrukturintensiven Team Science, des Praxisbezugs und der Transferorientierung oder der digitalen bzw. zunehmend KI-gestützten Lehre und Forschung. Wissenschaft wird sich auch in Zukunft dynamisch weiterentwickeln und das verändert kontinuierlich die Anforderungen an das wissenschaftliche Personal sowie an das quantitative wie qualitative Personalgefüge. Das hat Konsequenzen sowohl für die Personalstrukturen im übergreifenden systemischen Verständnis als auch für die Personalstrukturen der einzelnen wissenschaftlichen Einrichtungen. Sie sind per se als ein dynamisches Feld zu betrachten, das stets anpassbar sein muss. Aus dieser Überzeugung leitet sich die Prämisse ab, dass die Anforderungen an die Personalstrukturen wissenschaftlicher Einrichtungen aus ihrem spezifischen strategischen Profil resultieren, das durch Schwerpunktsetzung in den verschiedenen Leistungsdimensionen charakterisiert ist. Welches sind diese Leistungsdimensionen, um die es gleich im Folgenden weitergehen wird? Neben Lehre und Forschung zählen hierzu auch die Bereiche Transfer, wozu der Wissenschaftsrat explizit auch die Wissenschaftskommunikation zählt. Infrastrukturen sowie das Wissenschaftsmanagement. Es sind also mindestens 5 Leistungsdimensionen im Wissenschaftssystem, die hier berücksichtigt werden. In unserem bislang erarbeiteten Orientierungsrahmen zu den wissenschaftlichen Personalstrukturen nehmen wir dezidiert auf diese 5 Leistungsdimensionen Bezug und weisen auf verschiedene Zielpositionen hin, die primär diesen Leistungsdimensionen zugeordnet sind. Visiert man eine solche Veränderung der Personalstrukturen an, sind eine Reihe von Leitlinien wichtig, die bei der Umsetzung berücksichtigt werden sollten. Erwähnen möchte ich hier an dieser Stelle insbesondere folgende Aspekte. Zu nennen ist zunächst die Transparenz, also die Klarheit darüber, welche Optionen Wissenschaft als Berufsfeld bietet. Welche Aufgaben sind auf welchen Stellen zu erfüllen? Was wird erwartet? Welche Kriterien gilt es zu erfüllen? Welche Entwicklungen unter welchen Voraussetzungen sind möglich? Dies betrifft insbesondere die oft als Blackbox beschriebene Postdoc-Phase, die dringend einer nachvollziehbaren Ausdifferenzierung mit transparenten Anforderungen, Auswahlverfahren und begleitenden Personalentwicklungsmaßnahmen bedarf. Stichwort Personalauswahl. Bei der Stellenvergabe ist es von besonderer Bedeutung, dass die Auswahlentscheidung qualitätsgesichert anhand klarer Kriterien und in fairen, kompetitiven Auswahlverfahren erfolgt. Dies erzeugt einerseits Akzeptanz bei den Bewerbenden und ermöglicht andererseits für die Einrichtungen gute Prognosen über die Eignung für die Stelle und später zu erwerbenden Leistungen. Eine weitere elementare Leitlinie betrifft die Aspekte Durchlässigkeit und Mobilität, die alle wissenschaftlichen Einrichtungen gewährleisten müssen. Denn Wissenschaft ist auf Impulse von außen, aus anderen Ländern und aus außerwissenschaftlicher Praxis ebenso angewiesen wie auf Austausch zwischen Institutionen. Transparenz, Anschlussfähigkeit und Offenheit von Personalstrukturen können hierfür ein entscheidender Faktor sein. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Stellen hinreichend vorhanden sind und für divergente Zielgruppen mit unterschiedlichen Kompetenzen attraktiv sind. Ein Faktor wie Mobilität und Durchlässigkeit erhöht werden können, erkennt der Ausschuss unter anderem im Ausbau von Dauerstellen. Er geht davon aus, dass ein in sich durch Dauerstellen stabilisiertes System die individuelle Flexibilität unterstützt. Dabei sind weitere positive Nebeneffekte zu vermuten. Es besteht nämlich die maßgebliche Chance, dass mit einem Mehr an Dauerstellen die Attraktivität wissenschaftlicher Einrichtungen als Arbeitgeber gesteigert und Wissenschaft als Beruf anziehender wird, um auch künftig die besten Köpfe zu gewinnen und zu halten.
Der Ausschuss Tertiäre Bildung des Wissenschaftsrats ist davon überzeugt, dass Personalstrukturen mit mehr und funktional differenzierten Dauerstellen neben der Professur geeignet sind, das Wissenschaftssystem durch den Zugewinn an Professionalität und Erfahrungswissen insgesamt leistungsstärker zu machen. Zugleich ist von dem Nebeneffekt auszugehen, dass bei entsprechender organisationaler Anpassung auch andere Personen inklusive der Professuren davon profitieren können. Prämisse für all diese Veränderungen sind wiederum die bereits angesprochenen Leitlinien der qualitätsgesicherten Personalauswahl und nachvollziehbare und vor allem transparente, klare Auswahlkriterien. Aus der Berücksichtigung dieser Vorannahmen und Leitlinien resultiert das Anliegen des Ausschusses, Personalstrukturen in einer konsequent funktionalen Logik zu betrachten. Attraktive Personalstrukturen sind dann nicht ein Anliegen einzelner Personengruppen oder Individuen, sondern notwendige Voraussetzung eines gut funktionierenden und leistungsstarken Wissenschaftssystems. Aus einer funktionalen Perspektive heraus sind differenzierte Stellenkategorien und Profile nötig, um die unterschiedlichen Aufgaben in den verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen mit ihren je spezifischen Profilen auf höchstem Niveau zu bearbeiten. Der vom Ausschuss Tertiäre Bildung vorgeschlagene Orientierungsrahmen ist anschlussfähig an das internationale R1 bis R4-System und R steht in diesem System ja für Research, das heißt, es muss erweitert werden, um mehr Leistungsdimensionen des gesamten Systems abbilden zu können, über die Forschung hinausgehend. Mit unserem breiteren, alle Leistungsdimensionen mit betrachtenden Ansatz möchten wir diesen Rahmen entsprechend erweitern. Und dabei ist zu berücksichtigen, dass die konkrete Ausgestaltung eines solchen Orientierungsrahmens an den wissenschaftlichen Einrichtungen zahlreichen standortspezifischen und individuellen Faktoren unterliegt. Diese Faktoren stellen jedoch nicht die den Orientierungsrahmen des Ausschusses leitenden Grundsätze infrage, für die die standortspezifische Weiterentwicklung der Personalstrukturen unabdingbar gelten sollte. Ausgehend von diesen Bemerkungen möchte ich nun auf eine Reihe von Folgerungen zu sprechen kommen, die aus Sicht des Ausschusses zu berücksichtigen sind, um die Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem weiterzuentwickeln. Aus der Prämisse, mit einer funktionslogischen Perspektive auf die Personalstrukturen blicken zu wollen, um Attraktivität und Leistungsfähigkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen zu erhöhen, ergibt sich eine erste Folgerung, was die Zuordnung von Aufgaben und Personal betrifft. Personalstrukturen sollten bedarfsgerecht aus den unterschiedlichen Profilen der jeweiligen Institutionen abgeleitet sein. Verändern sich die Aufgaben von Einrichtungen, dann hat dies Auswirkungen auf die Personalstrukturen und kann zum Beispiel die Schaffung von Stellen mit neuen Aufgabenprofilen und quantitativen Verschiebungen erfordern. Als ein Beispiel könnte man nennen die Weiterentwicklung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wenn dort in zunehmendem Umfang Forschung passiert, muss es das entsprechende Personal auch in diesen Bereichen geben. Organisations- und Personalstrukturen gehen damit Hand in Hand. Sie bedingen einander bei der fortlaufenden Veränderung in der Wissenschaft. Zweitens, die genauere Befassung mit den künftigen Anforderungen von wissenschaftlichen Einrichtungen und die Frage nach dem dafür erforderlichen Personalgefüge führt zwangsläufig zu der Unterscheidung von wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Aufgaben, die der Wissenschaftsrat bereits 2014 deutlich gemacht hat. Wissenschaftsnahe Aufgaben fallen in den Einrichtungen dauerhaft und in allen Leistungsdimensionen an. Sie stellen die Arbeitsfähigkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen maßgeblich sicher und erfordern Professionalität und Expertise. In der Konsequenz hat die klare Trennung von wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Aufgaben zur Folge, dass Personal im wissenschaftsnahen Bereich nicht dem Sonderbefristungsrecht des WIS-Zeit-VG unterliegen kann. Dieses Sonderbefristungsrecht gilt ausschließlich für Personal, das sich in einer Qualifizierungsphase befindet.
Drittens, hinzu kommt, dass aus funktionaler Perspektive auch wissenschaftliches Personal mit dauerhaften Aufgaben von wissenschaftlichem Personal unterschieden werden sollte, das sich in einer temporären wissenschaftlichen Qualifizierungsphase befindet. Gegenwärtig werden viele institutionelle Daueraufgaben von befristet beschäftigtem Personal übernommen, das sich formal in einer Qualifizierungsphase befindet. Das hat Folgen für die individuellen Belastungen während der Promotion und in der Postdoc-Phase. Und für die Einrichtung sind damit wiederum hohe Personalfluktuationen verbunden, wenn dieses Personal nicht dauerhaft gehalten werden kann. Viertens, schließlich, schon 2014 hat der Wissenschaftsrat betont, dass es ein Mehr an attraktiven Dauerstellen für wissenschaftliches Personal braucht. Dauerhafte wissenschaftliche Aufgaben können auf Dauerstellen übertragen werden und damit attraktive Zielpositionen für wissenschaftliches Personal in der Postdoc-Phase darstellen. Denkbar ist, solche Stellen auch nach dem Tenure-Track-Prinzip, also einer Bewährungsphase mit Anschlussoption, zu besetzen. Solche Stellen haben jüngst die Gruppe der Universitäten in der HRK und die Junge Akademie in einem gemeinsamen Positionspapier vorgeschlagen, das auf sehr viel Zustimmung gestoßen ist. Weitere Folgerungen ließen sich hier noch anführen. In dem Positionspapier haben wir diese entsprechend ausbuchstabiert. Unschwer lässt sich jedoch erahnen, welche beachtlichen Herausforderungen für die wissenschaftlichen Einrichtungen und für die rahmengebenden Träger dieser, nämlich Bund und Länder, bestehen, um funktionsadäquate und zukunftsorientierte Personalstrukturen umzusetzen. Das mag auch ein Grund dafür sein, warum vieles von dem, was der Wissenschaftsrat 2014 empfohlen hat, noch nicht umgesetzt wurde, auch wenn es heute noch richtig ist. Von einer grundsätzlichen Umstellung der Personalstrukturen im Wissenschaftssystem sind wir heute genauso weit entfernt wie damals. Der Handlungsbedarf ist allerdings seither größer geworden. Wir haben, wie so oft, nicht primär ein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Da sind wir. Zu den Umsetzungshürden. In den Beratungen des Ausschusses hat sich gezeigt, dass wir für Veränderungen der Personalstrukturen im Wissenschaftssystem ein ganzes Geflecht von Umsetzungshürden überwinden müssen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Die Personalstrukturen sind ein über Jahrzehnte gewachsenes System, das durch Hochschul-, Tarif-, Besoldungs-, Beamten-, verfassungsrechtliche und auch noch finanzielle Rahmenbedingungen determiniert ist, die nicht immer gut ineinander greifen, um das vorsichtig auszudrücken. Grundsätzliche Änderungen an diesem gewachsenen System sind aufwendig, herausfordernd im Sinne von Zeit und konstruktivem Zusammenwirken auf vielen Ebenen. Deshalb hat sich die Grundstruktur wissenschaftlicher Personalstrukturen an Universitäten mit den beiden zentralen Personalkategorien Professur und wissenschaftliche Mitarbeiter seit Jahrzehnten nicht wesentlich verändert. Bis heute sind Positionen neben der Professur nicht klar konturiert, nicht ausdifferenziert, wenngleich sich verbunden mit dem Komplexitätszuwachs und der Ausdifferenzierung der Wissenschaft die Bandbreite der Aufgaben enorm vergrößert hat. Und diese Aufgaben sehr unterschiedliche Qualifikationen und Kompetenzen voraussetzen. Um nur einige der Umsetzungshürden anzuführen, die jene Ausdifferenzierung von wissenschaftlichen Stellenkategorien und den mit ihnen verbundenen Profilstellen verhindern, seien folgende Schlaglichter genannt. Die Einordnung einer neuen wissenschaftlichen Stellenkategorie in die Gruppenuniversität muss ausgelotet werden. Die Organisationsform für größere Selbstständigkeit für nicht professorales wissenschaftliches Personal muss definiert werden. Der Beamtenstatus kann ein Hindernis sein für den Wechsel von einer Professur in eine Stelle in einem anderen Sektor, beispielsweise der freien Wirtschaft. Tarifliche Eingruppierung für attraktive Gehälter jenseits der Professur und Entwicklungsmöglichkeiten für wissenschaftliches Personal sind eine Schwierigkeit und schließlich finanzielle Risiken für Einrichtungen beim Ausbau von Dauerstellen und Berücksichtigung der etwaigen Kapazitätswirksamkeit. Auch dafür braucht es Lösungen. Sie sehen, die Hürden sind hoch und
ineinander verflochten. Ich beschränke mich hier auf diese wenigen Stichworte, alles andere würde den Rahmen sprengen, aber Sie sehen und wir wissen, es sind große Räder, die gedreht werden müssen und das koordiniert. Ich möchte zum Schluss kommen. Für die Etablierung eines konsistenten Zielsystems attraktiver und funktionaler wissenschaftlicher Personalstrukturen braucht es den Willen, sowohl der politischen Ebene, vorhandene rechtliche und finanzielle Hürden abzubauen, als auch die Bereitschaft der wissenschaftlichen Einrichtungen und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, die Gestaltungsspielräume zu nutzen und einen Kulturwandel anzugehen. Und ich glaube, das Stichwort des Kulturwandels ist ein ganz wichtiges auch für diese Tagung hier. Ich zumindest bin zuversichtlich, dass begonnene Reformschritte gewissenhaft fortgesetzt, weitere nötige Veränderungen zeitnah angegangen und schon in den nächsten Jahren Umsetzungserfolge zu verzeichnen sein werden. Der Wissenschaftsrat möchte diesbezüglich mit seinem Positionspapier einen Beitrag zur Transparenz und Orientierung im Sinne eines leistungsfähigen und international anschlussfähigen Systems wissenschaftlicher Personalstrukturen leisten. Deshalb wird im Zentrum des Papiers ein bereits angesprochener übergreifender Orientierungsrahmen stehen, der dabei helfen soll, funktionale und attraktive Stellenprofile für die jeweiligen Personalstrukturen wissenschaftlicher Einrichtungen zu entwickeln. Wir fangen dabei nicht bei Null an und damit gelingt mir nun hoffentlich der Full Circle zum Tenure-Track-Prinzip zurück. Das Tenure-Track-Prinzip ist im System schon gut etabliert und könnte auch in stärker differenzierten Personalstrukturen ein gängiger Entwicklungsweg werden, der nicht ausschließlich Personen auf dem Weg zu einer Professur vorbehalten ist, sondern auch auf andere Zielpositionen neben der Professur mit Schwerpunkten in einer der genannten Leistungsdimensionen Anwendung finden kann. Wir haben im Ausschuss gelernt, dass zum Beispiel in den Niederlanden das Tenure-Track-Prinzip zunehmend durch das Career-Track-Prinzip abgelöst wird. Der Tenure-Track, bislang dort der gängige Weg zur Professur, ist vor allem in den Ingenieur- und Naturwissenschaften international nicht mehr attraktiv und wettbewerbsfähig, sodass erste Fakultäten den Tenure-Track zugunsten von deutlich nach vorne verlagerten Festanstellungen mit einem Career-Track verändert haben. Auch dies möge uns zu denken geben, was den neuen Ausrichtungsbedarf unserer Personalstrukturen in Deutschland angeht. An dieser Stelle möchte ich jedoch um etwas Geduld bitten, bis wir hoffentlich Anfang Juli mit der Verabschiedung des Papiers an die Öffentlichkeit treten können. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Austausch. Vielen Dank, Frau Spinat, für diese ersten Punkte, für diesen Rahmen, den Sie gesetzt haben. Und wir haben jetzt Zeit vorgesehen für Ihre Fragen aus dem Publikum. Das heißt, wenn Sie sich kurz melden, kommen Kolleginnen mit einem Mikro zu Ihnen und Sie können direkt Frau Spinat ansprechen. Genau, hier gibt es eine Meldung. Ich gucke mal hier von oben so ein bisschen, dann habe ich ein bisschen den Überblick. Einmal dort habe ich gesehen. Sie können sich ruhig schon, die nächste Person, dann kommt das Mikro schon mal zu Ihnen. Wenn Sie sich kurz immer vorstellen mögen, das wäre sehr nett. Vielen Dank. Mein Name ist Stefanie Sonntag. Ich komme von der GEW, bin dort hochschulpolitische Referentin auf Bundesebene. Vielen Dank, Frau Spinat, für die Einblicke, die wir jetzt bekommen konnten. Wir haben ja schon, das WR-Papier ist ja schon angekündigt worden. Ich kann mich auch erinnern, so etwa, wann das erste Mal erwähnt worden ist, nämlich im Zusammenhang mit der Wisszeit-VG-Debatte, die quälende Debatte, die wir die ganze letzte Legislaturperiode mit Schmerzen verfolgen mussten. Und ich finde es auch interessant zu sehen, dass genau in dieser Debatte der Wissenschaftsrat und alle Organisationen, die dem angeschlossen sind, dann gesagt haben, wir wollen uns zusammenschließen, wir wollen über Karrierewege reden, man kann das alles nicht gesetzlich regeln. Aber also meine Hauptfrage an Sie ist, was trägt dieses Papier dazu bei? Das Problem, was der WR hat, auch 2014 schon in dem Papier und die HRK 2012 in wunderbaren Empfehlungen, was trägt das Papier zu mehr Verbindlichkeit bei? Denn auf der einen Seite gibt es jetzt weitere Empfehlungen, die keine Verbindlichkeit haben. Alle Organisationen können sagen, wir finden das toll, aber dann werden die
Professuren, dann werden doch wieder Stellen mit Ausstattungen belegt und dann die ganzen Hürden, die Sie benennen, wie sollen die verändert werden? Das WISZeit-VG könnte einen Rahmen setzen. Man könnte zum Beispiel, wo sich die Organisationen im Wissenschaftsrat immer dagegen gesperrt haben, das Qualifizierungsziel eng führen im Gesetz. Das würde enorm etwas verändern. Aber das wird einerseits abgelehnt und andererseits gibt es dann schöne Papiere, die, entschuldigen Sie mir ein bisschen, nach den ganzen Debatten, die wir geführt haben, doch vorkommen wie Sonntagsreden. Also meine Hauptfrage ist, wie trägt dieses Papier dazu bei, dass das, was Sie ja richtigerweise in vielerlei Hinsicht sagen, tatsächlich Realität wird? Okay, ich glaube, das haben wir verstanden. Die zentrale Frage ist Verbindlichkeit, ein solches Papier. Und Sie haben noch mal kurz darauf hingewiesen, wie viele Versuche es schon gab. Frau Spinat. Ich bin optimistisch. Ich hatte von einem Momentum gesprochen, was wir für diesen Kulturwandel haben. Das macht mich tatsächlich optimistisch, dass vieles, was wir hier sagen werden, jetzt schon in den Köpfen drin ist und dann noch mal einfach zusammengefasst bekräftigen wird. Und eine zweite Sache macht mich sehr optimistisch, nämlich die Arbeitsweise des Wissenschaftsrats ist ja, die Wissenschaft arbeitet eng zusammen mit Bund und Ländern. Das heißt, alles, was aus dem Wissenschaftsrat herausgeht, ist schon mal angekommen bei denjenigen, die hinterher auch wichtig sein werden für die Umsetzung, für die Kultur im Wissenschaftssystem. Und das ist eben der Vorteil an einem Papier des Wissenschaftsrats, dass es eine ganz breite Basis hat, auf der die Empfehlungen verabschiedet werden und damit auch eine höhere Verbindlichkeit, Sie fragten nach Verbindlichkeit, als ein Empfehlungspapier, was von irgendwo sonst kommt. Und dieses Momentum spüre ich zum Beispiel auch bei ganz vielen Ländern, die uns gesagt haben, wir wollen das Papier lieber gestern als morgen haben. Wir haben jetzt schon angefangen, wir wollen nicht was anderes machen, als was ihr empfehlt. Also kommt schnell mit dem Papier und schnell ist jetzt halt in dem Sinne Juli, hoffentlich. Also Sie setzen auf die Autorität des Wissenschaftsrats, auf Ihre Beratung, auf Ihre Expertise, dass das sozusagen auf Bedingungen trifft in den Ländern, im Bund, damit diese Hürden, wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf, die Sie genannt haben, Schritt für Schritt beschritten werden oder vielleicht ein bisschen zur Seite geschoben werden. Wir kommen gleich nochmal dazu. Weitere Fragen von Ihnen? Gerne eine Wortmeldung. Ja. Ja, schönen guten Tag, Thomas Pertsch von der Universität Jena. Ich hätte eine Frage dazu. Sie haben jetzt sehr auf die Karrierewege in den universitären Systemen reflektiert. In Deutschland haben wir aber eine Situation im Wissenschaftsbereich, dass sehr viel Karrieren auch mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Verbindung gebracht werden. Und an der Universität Jena ist das ein extrem starker Punkt. Wie sehen Sie das? Also wie können wir da konstruktiver damit umgehen, dass in allen Einrichtungen dann auch ähnliche Auffassungen darüber herrschen, wie wissenschaftliche Karrieren gefördert werden? Genau. Wir haben mit dem Systemblick tatsächlich alle Einrichtungen in den Blick genommen. Das 14er Papier ging nur um die Universitäten. Und wenn man jetzt den Blick auch auf die HAW und die Außeruniversitären richtet, dann wird es natürlich noch mal deutlich heterogener. Das heißt, der Orientierungsrahmen muss auf einmal passen für sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben das berücksichtigt, das soll so sein. Und gleichzeitig sehen wir, dass so eine Organisation, wie sagen wir Leibniz, schon innerhalb dieser Organisation sehr heterogen ist. Dass manche sagen, für uns passt dieser Aspekt, für uns passt dieser Aspekt. Es ist natürlich ein Prozess, wo man versucht, alle mitzunehmen. Und letztendlich ist aber der Schlüssel, dass wir sagen, die Institutionen müssen es bedarfsgerecht aus sich heraus sagen, was ist für sie die passende Struktur. Und da hat man bei Max Planck einfach andere Ausgangsvoraussetzungen als an Universitäten oder Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Das heißt aber nochmal übersetzt, dadurch, dass Sie so einen weiten Blick machen über alle Organisationsformen, müssen Sie sozusagen die Kriterien ja auch so fassen, dass alle sich irgendwie dann wiederfinden. Das heißt, wenig spezifischer, eher allgemeiner. Es muss offen sein an ein paar Stellen. Aber was das Wesentliche ist, ist eben, dass diese Leitprinzipien welche sind, wo wir sagen, das sind Konditionen, ohne die geht es nicht. Ja? Also zum Beispiel qualitätsgesicherte Auswahlverfahren, da kann sich niemand drumherum schummeln. Oder auch so etwas wie, es muss Mobilität im System sein, das funktioniert nur, wenn es auch substanziell viele dieser Stellen gibt. Sonst ist man einmal auf der Stelle und kann nicht mehr wechseln. Dazu müssen alle im System beitragen.
Darf ich noch mal einmal nachfragen zu dieser qualitätsgesicherten Auswahl? Wenn ich mit Hochschulpersonen spreche und mit anderen, würden alle sagen, wir haben schon immer eine qualitätsgesicherte Auswahl gemacht. Ja. Man muss sich dann ein bisschen anschauen, wer kommt in welche Position, ob das immer so ist. Aber ich frage, warum müssen Sie gerade dieses Prinzip noch mal wiederholen, wiewohl es doch scheinbar selbstverständlich im wissenschaftlichen System scheint? Ja. Interessant ist natürlich, dass bestimmte Gruppen dann weniger auf eine Professur kommen und ob sie immer weniger Qualität haben, da kommen wir dann nochmal. Aber warum müssen Sie das wiederholen und betonen? Genau, weil ich habe es jetzt hier nicht ausbuchstabiert, was es im Einzelnen bedeutet, aber es bedeutet zum Beispiel, dass dauerhaft zu vergebende Stellen ausgeschrieben werden müssen, dass sie von einem Komitee vergeben werden und nicht von einer Person, die sagt, du wirst es. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu dem, wie es an vielen Stellen im Moment passiert. Ja, interessant, dass das, was nochmal betont werden muss, wenn wir uns anschauen, dass wir international konkurrenzfähig sein wollen, dass wir konkurrenzfähig zur Wirtschaft sein wollen, wo solche Auswahlen ja ganz anders laufen. Nur nochmal, das zeigt, glaube ich, auch nochmal, das nehme ich bei Ihnen mit, wie sage ich es, wie Selbstverständlichkeiten aus anderen Bereichen hier nochmal festgeschrieben werden müssen für ein großes System. Das finde ich interessant, wo wir immer dachten, das wäre schon so. Das vielleicht nur nochmal als Eindruck. Wir kommen vielleicht gleich nochmal zu den Hürden. Aber erstmal weitere Wortmeldungen. Ich glaube, da gibt es eine, habe ich gesehen, und hier 2 auf dem Bereich. Ja. Ja, vielen Dank. Ich sehe, Sie geben das Mikrofon aus der Hand. Ich habe es jetzt. Gefährlich. Julia Gurol-Haller, mein Name. Ich bin Sprecherin der Jungen Akademie. Vielen Dank, Frau Spienert, für Ihren Input. Wir reden ja jetzt schon wahnsinnig lange über das WIS-ZVG und was daran alles reformiert werden könnte. In verschiedenste Richtungen wurden schon Vorschläge gemacht. Sie haben ja auch das gemeinsame Papier der Jungen Akademie und der HLK angesprochen. Auch dafür vielen Dank. Aber die Frage, auf die alles ja immer zurückkommt, ist, wer finanziert das denn? In Zeiten der mangelnden Grundfinanzierung von Universitäten. Und da wäre meine Frage an Sie und an den Wissenschaftsrat in diesem Sinne: Was sind denn Ihre Empfehlungen, wie eine mangelnde Grundfinanzierung von Universitäten angegangen werden könnte und auch die Asymmetrie zwischen Drittmittelfinanzierung und Grundfinanzierung? Genau. Das sind natürlich auch Punkte, auf die wir zu sprechen gekommen sind. Wie ist denn im Moment die Finanzierung? Also zum Beispiel, dass es so viele befristet Beschäftigte gibt, geht natürlich auch auf den hohen Drittmittelanteil zurück. Das wäre eine Überlegung, sich das anzuschauen, und auch in der Politik wird das ja im Moment sehr stark gesprochen, von einer Straffung der Drittmittelstrategie ist die Rede. Also das konvergiert durchaus sehr stark. Wir werden verschiedene Vorschläge machen, wie man sich Finanzierung vorstellen kann, aber sehen Sie es mir nach, wenn ich darauf jetzt hier nicht eingehen kann. Ich habe hier 2 Wortmeldungen sehen, Frau Frank, und dann hinten nochmal, ja. Ja, vielen Dank. Andrea Frank, Stifterband für Deutsche Wissenschaft. Vielen Dank für den Sneak Preview sozusagen, Ihre Empfehlung. Wie reflektieren Sie denn die internationalen Entwicklungen? Sie haben gerade ein bisschen Bezug genommen auf die Niederlanden. Also wenn wir bedarfsgerecht jede Institution das selber für sich entwickelt, hat das ja auch das Potenzial, dass es eine riesige Heterogenität wird und möglicherweise ist dann Spannungsfeld zur internationalen Anschlussfähigkeit. Also reflektieren Sie dieses Spannungsfeld mit. Und wohin schauen Sie da? Genau, das ist natürlich das Erste, was wir gemacht haben. Gibt es vielleicht irgendwo das ideale System, was wir einfach kopieren können? So wie die Bildungsforscher alle nach Finnland gefahren sind und gesagt haben, das kopieren wir jetzt. Das funktioniert natürlich nicht. Und da haben wir mit diesen Besonderheiten, Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft, und dann aber, wenn man in dem System ist, dann ist man wirklich in dem System drin. Und das sind andere Bedingungen, als sie in anderen Ländern sind. Und insofern können wir zwar schauen, was gibt es, und es gibt Systeme, in denen zum Beispiel Zufriedenheit besser funktioniert als bei uns. Die sind aber eben immer nur in Auszügen kopierbar. Wir haben uns zum Beispiel mal angeschaut, welche Profilnamen haben denn eigentlich in anderen Ländern diese verschiedenen Stellen, die es dann neben der Professur gibt. Und dann hat man eine riesige Tabelle mit sehr unterschiedlichen Bezeichnungen und denkt, okay, wir werden jetzt nicht das Land sein, das da Klarheit reinbringt. Es wäre schön, wenn wir jetzt nicht noch eine ganz andere Kategorie aufmachen würden, aber ja, das ist einfach sehr heterogen auch, was es außerhalb Deutschlands da gibt. Es gab hier noch am Gang eine Wortmeldung dort, einmal, genau. David Green, Uni Jena, auch von mir vielen Dank für den interessanten Vortrag.
Mir freut es außerordentlich, dass Sie in den Niederlanden schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Career Track dann eine noch stärker durchkommt in dem endgültigen Papier. Eine Frage aber, gesetzt den Fall, Ihr Papier führt zur lang ersehnten Systemumstellung. Meine Sorge ist, dass das nicht auf einem Schlag passieren darf, weil wir wollen, dass die Dauerstelle auch in 10 Jahren eine attraktive Option ist. Das heißt, der Übergang muss gleitend sein. Und meine Frage ist, ob Sie sich Gedanken darüber gemacht haben. Auch das haben wir. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Es wäre natürlich unfair, wenn wir jetzt, weil wir alle so lange darauf gewartet haben, so jetzt kommt mit einem Schlag die Generation, die dann alle Stellen besetzt. So darf es auch nicht sein. Das wird aber auch nicht passieren, sondern es ist ein Prozess, wo ja die Akteure mitgenommen werden, sodass es über einen längeren Zeitraum passiert. Und dieses Argument, was ja häufig auch als ein Gegenargument genannt wird, wird dazu führen, dass man dazu eine gute Regelung findet, indem man eben das etwas schleichend macht, diesen Prozess der Besetzung. Genau. Vielen Dank. Hier vorne gibt es noch eine Frage. Dankeschön. Melanie Fritscher, Fritscher Fair, Uni Freiburg. Herzlichen Dank auch für die Breite, in der Sie das dargestellt haben. Ich denke, das ist ein Panorama, in dem wir tatsächlich an den Universitäten auch wirken und da schon viel dran machen, auch wenn das nicht immer spürbar oder sehbar ist. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass es ja eine bedarfsorientierte Personalstrukturentwicklung braucht, an den Bedarfen dieser unterschiedlichen Aufgabenfelder. Meine Frage geht in die Richtung, die auch so ein bisschen die Finanzierungsfrage von Frau Gurol-Haller aufgreift. Wir haben bestimmte Bedarfe in Forschung und Lehre, oder besser gesagt, die Frage, die an Universitäten immer diskutiert wird oder Hochschulen ist, wie viel Forschung soll denn auf einer Dauerstelle im Mittelbau erfolgen? Manche Professoren und Professoren sind auch der Überzeugung, dass im Mittelbau gar keine Forschung erfolgt. Ich sage es jetzt nur mal so, das sind schon Diskussionen in den Universitäten. Das Zweite geht aber auch in die Richtung, insbesondere so im Lehrbereich, wie viele Stellen können, wenn wir sagen, wir machen das am Bedarf der Universität, bei sinkenden Studierendenzahlen, sind das am Ende gar nicht so viel verdauerte Stellen, weil wir sozusagen in den Lehreinheiten sehr gut und genau hingucken müssen, was wir da eigentlich verstetigen und auch welchen Aufwuchs das dann in der Kapazität bedeutet. Also das System ist ja sehr komplex. Ganz kurz nochmal zusammengefasst meine Frage, also gucken Sie sich die Bedarfe auch der Hochschulen im Rahmen dieser Forschungsprofile oder auch Lecturer-Profile an und gibt es da auch eine Empfehlung, wie man eben mit diesem Bedarf der Universität dann umzugehen hat? Also wir sind der Überzeugung, dass die Einrichtungen selber diese Bedarfe am besten kennen und das am besten formulieren können. Dass zum Beispiel auch die Einheiten nicht zu klein sein dürfen, wo man sagt, bei euch ist jetzt die Erwartung, dass eine Befristungsquote XY da ist. Das wird sehr schwierig, wenn man da kleine Einheiten hat. Es müssen große Einheiten sein, die sich möglicherweise auch in einem iterativen Prozess, so ähnlich ist es ja auch beim Kaskadenmodell gemacht worden, der idealen Quote annähern. Und wo die für eine Einrichtung ist, wissen wir nicht. Sie haben auch angesprochen, das Problem des demografischen Wandels. Wie viel Lehre ist denn dann tatsächlich noch nötig? Das ist ein Spannungsfeld. Das haben wir im Moment. Und dennoch sind wir ganz sicher, dass es auch in den nächsten Jahren noch viel Bedarf an qualifiziertem Personal in der Lehre etc. geben wird. Also das sollte uns nicht abschrecken. Vielen Dank. Gibt es noch eine Wortmeldung? Ah ja, hier, nicht gesehen. Kleinen Moment. Ja, hallo, Frau Logermann von der Max-Planck-Gesellschaft. Auch von mir herzlichen Dank für den sehr fundierten und vor allen Dingen auch Ihren ganzheitlichen Ansatz, das Thema auch anzugehen. Meine Frage wäre tatsächlich, oder was mir kam bei diesen Umsetzungshürden, die Sie tatsächlich auch genannt haben, und Sie sprechen ja auch von einem Kulturwandel, inwieweit da nur rein diese strukturellen Themen, die ja sehr wichtig sind, aufkommen, aber so zum Beispiel auch das Thema der Gatekeeper zum Beispiel auch nicht adressiert wird, beziehungsweise meine Frage wäre eben diese: Adressieren Sie dieses Thema auch in Ihrem Papier, weil es natürlich, ich sag mal, alle Personen, die, glaube ich, hier auf der Konferenz sind, haben da einen Willen, Dinge zu verändern, aber man muss natürlich ehrlich sein, dass es da auch große Widerstände gibt. Also deshalb meine Frage, inwieweit adressieren Sie auch eben diese kulturellen Themen und dieses Gatekeeper-Thema auch in Ihrem Papier?
Können Sie noch mal genauer sagen, wen Sie mit Gatekeepern meinen? Ja, natürlich Personen im Wissenschaftssystem, die mächtigen Positionen sind, die gar kein Interesse haben, sage ich mal, jetzt Reformen anzustoßen, weil sie sagen, eigentlich funktioniert das System, wie es doch gerade ist, ganz gut. Für mich auch in meiner Position, ne, als Professor, Professorin. Ich habe halt mein Team, meine Strukturen, ich kriege meinen Wissenschaftsoutput, aber vielleicht gar nicht so ein großes Interesse daran haben, auch so viele neue Karriereentwicklungsstrukturen für ihre Personen auch oder ihre Teammitglieder einzuführen. Ja. Also zum einen habe ich es als sehr positiv erlebt. Wir haben ja mit vielen Gatekeepern, wie Sie sagen, gesprochen, mit vielen Akteurinnen und Akteuren, und wir waren positiv überrascht, wie viel Bewegung da schon im System drin ist. Die kommt natürlich aus einem Druck heraus, nämlich man sieht, die Stellen sind nicht mehr attraktiv für die jungen Leute, für die besten Köpfe, und das will sich keiner gefallen lassen, auch bei Max Planck nicht. Also das, genau. Ich glaube auch, bei den Gatekeepern ist die Botschaft angekommen. Okay. Wobei sich einige Gatekeeper, glaube ich, auch scheuen, öffentlich Dinge auszusprechen. Das muss man auch mal sagen. Also ich bin da noch ein bisschen misstrauisch, was die angeht. Es gibt eine Nachfrage und dann kommen wir langsam zum Ende. Danke auch von mir für diesen sehr, sehr schönen Überblick, der viele Punkte angesprochen hat, die uns auch bewegen. Wir sind gerade an so einem Rahmenkonzept. Meine Frage geht nochmal zu den Umsetzungsschwierigkeiten und Stichwort Berufung, Berufungsverhandlung, Ausstattung. Wie haben Sie das diskutiert im Wissenschaftsrat? Also diese Stellen, die Professuren zugeordnet sind ein soziales, kulturelles und ein produktives Kapital, das man nicht so gern hergibt. Man kann die jetzt dann nicht mehr selber bestimmen. Die sind auch vielleicht nicht mehr einem zugeordnet. Die Hochschulleitungen haben die Flexibilität, nicht mehr bei Berufungsverhandlungen da noch was zuzugeben. Wie haben Sie das diskutiert? Das heißt, man müsste ja eigentlich auch an das Berufungssystem, an das Belohnungssystem auf Professuren ran, wenn man hier was ändern will. Ist das ein Thema gewesen? Also wir haben durchaus diskutiert, und das auch auf der Grundlage der Empfehlung von 2014, dass wenn man mehr hochprofessionelles Personal neben der Professur haben will, dass sich Kräfte verteilen, dass sich auch so Strukturen von Einrichtungen ändern. Und da war schon 2014 die Empfehlung, sich doch mal Departmentstrukturen sehr genau anzuschauen und zu schauen, ob das nicht auch den Bedarfen der Einrichtungen entgegenkommt. Wir werden hinter dieser Empfehlung natürlich nicht zurückfallen, sondern mit dem, was wir jetzt hier vorschlagen, nähert man sich dem noch mehr an. Und das wird dann auch Auswirkungen auf das Gesamtgefüge haben. Sie haben noch Chance. Letzte Frage vor der Pause. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich auch gefreut, dass Sie nochmal die Notwendigkeit betont haben, mehr Dauerstellen auch in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Bereich zu schaffen, wobei sich natürlich die Frage stellt, ab wann, also wann endet eine Qualifizierung und wann kann es auch da Dauerstellen geben. Die ist ja weitestgehend unbeantwortet. Aber Sie haben auch betont, dass es notwendig ist, funktional zu differenzieren in den Stellenpositionen. Und da ist meine Erfahrung, dass es in der Praxis dann eher so aussieht, dass dieses Argument der funktionalen Differenzierung genutzt wird, um eben gerade nicht Wissenschaftsstellen zu verdauern, sondern da und da und da mal einzelne, weil man auch eine Notwendigkeit sieht, um Quoten zu erfüllen, mal einzelne Stellen zu verdauern. Aber das sind dann sehr spezifische Stellen und eben keine wissenschaftlichen Stellen. Und die passen auch meines Erachtens wenig auf das Personal, weil dann gibt es tatsächlich alle, sind ein bisschen verzweifelt und versuchen tatsächlich eine Dauerstelle zu bekommen. Und dann übernimmt man so eine Stelle nicht, weil das besonders gut passt, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, sich abzusichern. Also deswegen frage ich mich, ob es wirklich für den Wissenschaftsbereich notwendig ist, solche Differenzierungen nach Definition zu schaffen oder ob nicht Wissenschaftler gerne als Wissenschaftlerinnen arbeiten wollen und dann entsprechend natürlich auch mit dem ganzen Potpourri an Aufgaben, die dabei anfallen. Ja, dieses Potpourri, was Sie ansprechen, ist ja auch in den Stellen, so wie sie jetzt zugeschnitten sind, immer in gewissen Anteilen vorhanden. Und dass wir jetzt das komplett als nicht mehr funktional ansehen, das ist auch nicht so, sondern man wird immer noch sagen, es ist
schwerpunktmäßig die Leistungsdimension, beispielsweise Wissenschaftskommunikation oder so. Sie müssen nur auch sehen, wenn man sagt, es soll das ganze Potpourri sein, dann werden die Kriterien wieder sehr viel schwammiger. Ne? Dann kann man nicht sagen, okay, du bist jetzt auf dem Weg da und dahin oder in einer Stellenausschreibung, wir suchen jetzt den und den, sondern je professionalisierter diese Stellenprofile auf einen Schwerpunkt plus X zugeschnitten sind, desto leichter wird eben dieses klare Konturieren, was wir auch als einen sehr starken Wunsch im Sinne sowohl der Leistungsfähigkeit als auch der Attraktivität immer wieder herausgehört haben. Das ist ein gutes Schlusswort.